Schön, dass Sie heute dabei sind bei unserem virtuellen Kamingespräch. Zu Gast ist heute die Top-Management-Beratung Mayforth Senior Management Advisors, insbesondere die 4 Partner, nämlich Wolf Henning Ettel, Itop Kurian, Josef Theil und ich begrüße auch ganz herzlich Ute Tum. Lassen Sie uns direkt starten. Herr Kurian, Sie haben ja das Unternehmen vor einigen Monaten mitgegründet. Wie kam es denn zu dieser Gründung? Wolf, Josef und ich haben ja sehr lange zusammen bei der größten Unternehmensberatung der Welt, Accenture, gearbeitet. Ich 26 Jahre, Josef auch so ähnlich lange, Wolf um die 20 Jahre. Und wir waren damals schon Freunde und haben sehr viel zusammengearbeitet. Wolf und ich haben sogar am gleichen Tag Geburtstag. Wir haben dann in den 90er Jahren auf einem mehrjährigen Großprojekt bei der Deutschen Bahn zusammengearbeitet, Wolf und ich, und haben damals oft, teilweise aus Spaß, teilweise ernsthaft, darüber gesprochen, dass wir eines Tages unsere eigene Beratung gründen wollen. Und zwar so, wie wir das wollen, ohne die Zwänge eines Großunternehmens, mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten möchten und die Arbeit, die uns Spaß macht. Heute ist eines Tages. Wie kamen Sie zu diesem Namen May 4th? Ist das Star Wars? Man kann es so interpretieren. May the Force be with you. Das gefällt uns ziemlich gut. In dem Namen drin steckt Force, also Kraft, bei uns Dynamik und vorwärts bewegend. Und wir haben tatsächlich dann das Unternehmen auch am 4. Mai des vergangenen Jahres gegründet. Also es gibt viele Möglichkeiten, warum wir diesen Namen ausgewählt haben könnten. Herr Ettel, Sie und auch Ihre Partner waren lange Zeit und auch sehr erfolgreich bei Accenture tätig. Accenture, das größte Beratungsunternehmen der Welt. Was hat Sie dazu bewegt, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen und was bewegt Sie heute? Itop hat es ja schon gesagt. Mit der Idee, eine gemeinsame Beratungsgesellschaft zu gründen, haben wir schon in der Vergangenheit gespielt. Ende 2020 hat sich dann ergeben, dass wir 3 mehr oder weniger zeitgleich die Idee hatten, den Gedanken von damals nochmal wieder aufzunehmen. Und nach kurzer Zeit hat sich gezeigt, dass unsere Vorstellungen dahingehend sich weitgehend deckten, die Chemie zwischen uns auch nach wie vor passte. Und da war der Weg nicht mehr weit, die Vorstellung, eine gemeinsame Firma zu bündeln, um nochmal richtig was zu bewegen. Und was genau wollen Sie bewegen? Ja, was uns antreibt, was uns bewegt, ist in erster Linie unsere gemeinsame Passion für das Beratungsgeschäft. Mit zusammen mehr als 100 Jahren Erfahrung als Berater sind wir überzeugt, dass unsere Expertise für Klienten mehr denn je wertvoll ist. Wir haben sehr unterschiedliche und zueinander komplementäre Erfahrungen, die sich aber optimal ergänzen. Nicht zuletzt teilen wir die Einschätzung, dass 1 und 1 und 1 oder sogar noch 1 dazu, wir sind ja mittlerweile 4, größer ist als 4 und wir Klienten gemeinsam besser helfen können als jeder für sich allein. Dazu kommt, dass wir 3 Gründer aus dem gleichen Stall stammen, wir haben es ja gehört, Accenture, wir uns in vielerlei Hinsicht blind verstehen und vertrauen. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir können dennoch sehr schnell das für die jeweilige Klientensituation erforderliche Team zusammenstellen, mit sehr erfahrenen Beratern, die sich gut kennen und die es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. Dabei hilft uns unser über die Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk an gestandenen Consultants, mit denen wir bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben, die wir sehr gut kennen und wertschätzen. Josef, du hast damals angerufen, bist gleich mit der Idee, eine gemeinsame Firma zu gründen, schwanger gegangen. Erzähl doch mal, wie war das bei dir? Nun, wie du eben sagtest, also die Idee war immer schon da und dies war der günstige Moment, sie umzusetzen, diese Idee zu verwirklichen. Wir 3 haben in unserem Berufsleben gebrannt für diese Aufgabe, für das persönliche Gespräch mit unseren Kunden, das Ringen um gute und tragfähige Lösungen und haben dabei auch viel zurückbekommen. Und ja, die Erwartung unserer Ansprechpartner im Geschäftsleben geht über rein inhaltliche und fachliche Themen weit hinaus. Da müssen Individuen, Organisationen mit all ihren Empfindlichkeiten mitgenommen werden, um Akzeptanz für Veränderung zu schaffen, um neben Risiken vor allem die Chancen zu sehen. Und wir 3, jetzt 4, haben zusammen diesen Blick aufs Ganze und die Erfahrung, das Notwendige mit dem Machbaren in Einklang zu bringen. Und Frau Thum, wie kamen Sie dazu? Also ich bin seit Januar 22 als Partnerin mit an Bord.
Und nun, ich kenne die drei ja schon seit meinen ersten Beratungsjahren in Frankfurt, also ziemlich lange kann man sagen. Und wir haben uns all die Jahre immer im Auge behalten. Und auch wenn mein Weg als Coach und als Beraterin für Leadership und Change ein ganz anderer war. Und als meine drei Kollegen letztes Jahr Mayforce gegründet haben, war ich wirklich sehr neugierig, denn ich schätze sie sowohl menschlich als auch professionell wirklich sehr. Und einen besseren Zeitpunkt gibt es nicht, als jetzt so wirklich so die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Was wir hier bei Mayforce starten, ist auch für mich etwas Besonderes und anderes in der Beratung. Denn wir bündeln jetzt so unsere jahrzehntelangen und ganz unterschiedlichen Erfahrungsschätze, unsere breite Marktkenntnis und auch unsere strategischen Kompetenzen. Und das macht uns zu einem Senior Management Advisor Team. Und das ist wirklich ein echtes Pfund, was wir da für unsere Klienten in die Waagschale werfen. Wir sind zutiefst überzeugt, die Zeit ist reif für diese Art der Beratung.